Kennt ihr auch das Problem? Kleine Teile können schnell mal beim Sägen in der Kappsäge verschwinden. Und die Ausrisse hinten am Werkstück sind auch immer sehr ärgerlich. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Kappsäge umbaue. Den Anschlag komplett neu konstruiere. Unten und hinten werde ich eine Nullspalteinlage einsetzen. Und zusätzlich baue ich zur Sicherheit noch 2 Halteklemmen ein. Und schau dir die neue Sägung an, es hat wirklich was gebracht. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingos Tipps. Ein neues Video kommt, aber ich möchte ein kurzes Feedback zu den Kommentaren von meinem letzten Video gehen, weil es geht ja um so ziemlich Ähnliches in diesem Video. Ich habe ja im letzten Video hier diese Zero Clearance Nullspalteinlage gebaut. Ich habe gelernt, also eigentlich ist sie nur dafür da, dass die Sägekanten besser werden, dass sie ausrissfrei sind und dass für meine kleinen Sachen hier vielleicht nicht verschwinden. Und ich habe hier nun auch noch den Mittelpunkt des Sägeblattes angebracht, um genauer messen zu können. Und für Staub soll sie nicht sein. Nichtsdestotrotz kamen ganz viele Zuschriften, die gesagt haben, du musst auf der einen Seite kleine Löcher einbringen. Und dann habe ich mir nochmal hier ein Provisorium gebaut und habe hier 3 15 mm Löcher reingebracht. Und ich würde sagen, hier liegt genauso viel Staub wie sonst auch. Das habe ich nämlich gerade eben hier mit gemacht. Und wenn es gut funktioniert hätte, dann hätte ich die Löcher auch hier schon in meine normale Einlage reingebracht. Das kann ich mir aber sparen. Sie bleibt so, wie sie ist. Es hat rein gar nichts gebracht. Aber es soll ja an der Kapp- und Gärungssäge, da soll es ja einiges bringen. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Ja, da sind wir. Hier haben wir natürlich auch einen fingerdicken Spalt. Mein kleiner Finger passt da locker durch. Hier liegen auch 1000 Sachen drin und ihr habt vor dem Intro auch schon gesehen, das Teil hier, was ich abgesägt habe, ist mir nicht reingefallen. Es hätte aber reinfallen können. Ich habe es ja provoziert. Und dann fangen wir mal an und bauen dieses Teil nach. Als ich diese maßhaltigen kleinen Klötze vorgestellt habe, hat ja jemand geschrieben, sowas braucht man nie im Leben. Ich habe die schon so oft benutzt. Die sind so dermaßen hilfreich. Und jetzt haben wir hier 1,4 mm Abstand. Das heißt, ich möchte meine neue Einlage auch gerne nach vorne hin passend haben. Also was immer ich messe, mache ich um 1,4 mm größer, länger. Guck mal, bevor ich die letzte Schraube hier abmache, was mir gerade aufgefallen ist, er stößt dagegen. Diese Platten beide liegen tatsächlich ein kleines bisschen tiefer noch. Kann ja eigentlich nicht richtig sein, ne? Muss ja eigentlich gleich hoch sein, oder? Ja. Da ist eine Menge drin. Ich habe auch schon vorher im Vorfeld schon durch den Schlitz schon mal ganz viel rausgeholt. Ja, aber es ist natürlich ein Grab für Kleinteile. ...40,5 und ich wollte ja 1,4 mm mehr machen, also irgendwie ganz knapp 40,5. So, hier haben wir 7,23, aber wir haben ja festgestellt, das war ja ein bisschen flach, also ein bisschen mehr als 7,23. So, mal sehen, was wir hier haben. Ich messe mal ganz unten. 76 glatt. 76, gut. Ja, läuft wohl ein kleines bisschen konisch hier unten. Ich musste so ein bisschen nach unten schräg abfallen, habt ihr gesehen. Aber ich glaube, wow, das passt doch jetzt perfekt. Und das ist jetzt eigentlich auch fast schon die richtige Dicke. Ganz klein wenig Schmürgel noch. Also das ziehe ich jetzt definitiv nicht durch meinen Hobel durch, sondern das mache ich von Hand. Das passt ja schon mal super gut. So, hier kommt jetzt wieder mein 1,4 mm Klotz zum Einsatz, der mir den Abstand hält.
Das ist übrigens ein 4 mm Bohrer, der passt genau hier in das Loch. Und die Spitze von dem Bohrer sichert mir, dass ich direkt in der Mitte quasi ankörne. So, und das sind jetzt genau die Mittelpunkte von dem Loch. Ja, kurzer Break, ein Reminder an RemindMe, dem Sponsor des heutigen Videos. RemindMe ist ein kostenloser Wechselservice für Strom und oder auch Gas. Die wechseln für euch jedes Jahr völlig automatisch euren Stromtarif und euren Gastarif. Immer in den günstigsten Tarif des seriösesten Anbieters. Das ist der absolute Hammer. Mehr sparen könnt ihr nicht. Immer den günstigsten Preis, Sofortbonus, Neukundenbonus, Wechselbonus, was auch immer. Günstiger und automatischer kriegt ihr es nicht. Geht unten auf den Link in der Videobeschreibung. So, und bevor ich die jetzt öle, werde ich die schwärzen. Ich hätte auch hier gerne wieder eine schwarze MDF-Platte genommen, aber das wäre irgendwie, die hätte ich nicht auf die Dicke gekriegt. Das ist jetzt ganz reguläre Pulverbeize hier. So, jetzt trage ich noch ein bisschen Wachs auf und dann war es das mit der Einlage. Ich denke mal, das ist ein richtig schönes Finish geworden und jetzt kann das Ding hier rein. Final. So. Das letzte Video war ja die Nullspalteinlage für die Dewalt Tischkreissäge und da bin ich immer noch dabei, Kommentare abzuarbeiten. Kommen ja auch andauernd neue rein und ob ihr es glaubt oder nicht. Also eigentlich gebe ich ja negativen Kommentaren keinen Raum, aber da sind ein paar Hammer bei, so nach dem Motto, und wenn dich der Staub halt stört, dann hör doch einfach auf zu sägen. Was ist das denn für ein Kommentar? Also wenn ihr irgendwie den Eindruck habt, ich habe hier keinen Spaß an dem, was ich tue, dann solltet ihr euch die Videos vielleicht noch mal anschauen. Und natürlich ist mir das auch klar, dass diese Maschinen stauben. Aber das kann doch nicht verkehrt sein, wenn man mal nach einem Weg sucht, wie sie vielleicht unter Umständen ein bisschen weniger staubt. Man muss doch nicht alles so hinnehmen, oder? Verstehe ich nicht. Aber egal, jeder so wie er meint. So, das ist jetzt drin und das ist richtig cool. Ja, Wahnsinn. Sehr gut. Aber, liebe Leute, schaut euch das mal an. Der richtig schlimme Ausriss, der hier, der ist eigentlich da hinten. Da hinten, da ist eigentlich der richtig schlimme Ausriss. Und ja, ich habe ja ein bisschen wieder recherchiert und geguckt und ich muss gestehen, ich habe mich so ein bisschen von Hooked on Wood inspirieren lassen. Werde da auch mal was versuchen, fand ich zumindest ganz schick und mal sehen, ob ich das umsetzen kann. Da hätten wir dann auch wieder was Gelasertes. So, da wären wir, habe etwas gelasert, habt ihr gesehen. An jeder Seite fehlen 1,5 cm, aber ich habe halt nur 50er breite Stücke und ich wollte jetzt nicht extra nochmal was neu kaufen. Das kommt hier hin. Das kommt hier vorne vor. So, wird hier fixiert. Ja, und hier kommt ein Niederhalter hin auf beiden Seiten. Die werden hier fest verschraubt. So, und dann ja, kann ich es halt niederhalten, ne? Mit dem Niederhalter. Man hält was mit dem Niederhalter nieder. Ja, und hier vorne vor kommen sie hochkant, 4 cm hoch, werden hier vorgearbeitet. Und das gehe ich jetzt mal an. Das war ja wie die Probesägung für meinen Einleger. Das ist ja genau die Sägung, die man sich nicht wünscht, wenn an der Seite nichts mehr stehen bleibt.
Da hier ja dieser Befestigungspunkt ist, kann ich wahrscheinlich keine Mutter und Schraube durchbringen. Deswegen habe ich hier jeweils eine Einschraubmutter verwendet, damit ich genau an dieser Stelle keine Probleme habe, und alle anderen 3 Löcher kann ich die Schraube durchschrauben. So, nachdem ich hier an der Kapp- und Gärungssäge hier die Mitte ausgemessen habe, den habe ich fixiert hier, packe ich mir den jetzt hier fest. Dann kommt hier das kleine Mittelstück rein. Hier werde ich noch 2 Blatt Papier als Abstandshalter nehmen. So, und dann werde ich den jetzt festleimen. So, Nummer 2 ist auch fertig. Dieser Einsatz hier, der kommt natürlich jetzt hier so rein, das habt ihr euch schon gedacht. Und der sitzt dann auch perfekt drin und schließt dann auch super ab mit unten. Theoretisch brauche ich davon unendlich viele, aber ich mache mir nur 3. Einen für den normalen geraden Schnitt und dann mache ich einmal 45 Grad in diese Richtung und 45 Grad in die andere Richtung. Wenn ich dann weitere brauche, ja, dann baue ich mir entweder noch ein, falls ich ihn öfter brauche, oder ich sehe einfach nackt wie früher, dann nehme ich den Einsatz einfach raus. Und die 2 habe ich mir ja schon zugesägt, die habe ich jetzt aber noch nicht zusammengebaut, weil wenn ich nur eine kleine Abweichung habe in die eine oder andere Richtung, dann passen die mir da ja nicht mehr rein. Also habe ich sie jetzt nach dem ersten ausgerichtet und jetzt werden die weiteren drinnen verleimt. So, wieder meine hochprofessionellen Abstandshalter. Ja, während das drüben trocknet, kümmere ich mich jetzt mal hier um den ersten Schnitt. Der muss natürlich jetzt irgendwann auch mal rein. Jetzt habe ich es so, dass ich hier etwas Spiel habe. Das heißt, wenn ich mir die 0 eingestellt habe, dann weiß ich nicht, ist die 0 hier oder ist sie hier? Theoretisch kann sie überall sein. Aber wenn ich sie nach dort schiebe, dann ist mein Zeiger, den ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt, ist dann dichter bei der 0. Also werde ich mich immer beim Einstellen daran orientieren, dass ich es einstelle und dann einfach nach rechts an den Anschlag drücke und dann werde ich es fixieren. Und so mache ich das dann mit allen und lässt sich halt leicht merken, weil der Pfeil jetzt auch mehr an der 0 ist, als wenn ich ihn nach links schiebe. Und damit mir jetzt nicht hier mein allererster Schnitt ausreißt, werde ich auch hier oben ein Holz drauf fixieren. Ja, keine Ahnung, ob das klappt, aber so werde ich es machen. Das sieht doch ziemlich cool aus und vor allen Dingen ausrissfrei. Sehr schöner Schlitz. Falls ihr euch fragt, warum habe ich das denn nicht mit einem Abbacken gemacht? Alles da hinten angebaut und dann einmal durchgefahren. Ist ganz einfach. Ich brauche ja den rechten Winkel. Das, was ich hier hinten anbaue, muss ja komplett im rechten Winkel sein zu dem, was ich hier habe. Und dazu muss ich meinen Winkel ja irgendwo anlegen können. Also brauche ich diesen Schlitz hier zuerst, damit ich hier meinen Winkel anlegen kann, um dann da hinten dieses Ding auszurichten. Und wenn ich dann der Meinung bin, es ist der rechte Winkel, dann kann ich hinten reinbratzen. So, zum Öl nehme ich wieder meine Spezialmischung aus stinknormalen Leinöl und dem Hertha von Rubio Monocoat. So, da sind wir. Alles getrocknet. Sieht doch rattenscharf aus, oder? Dann werde ich das jetzt provisorisch leicht anziehen. So, und ich hoffe, dass das reicht für meinen rechten Winkel, sonst muss ich es noch größer feilen, die Löcher. Ja, wieder mal hier meine Maßblöcke. Und zwar habe ich festgestellt, dass der Schlitz 2,3 mm groß ist. Und die kann ich beide mal
abbilden. Einmal mit der 1,1 und der 1,2 und mit der 1,0 und der 1,3. So, jetzt hole ich mir den Winkel meines Vertrauens. Das ist dieser hier. So, nochmal kontrollieren. Also, liege hier super an. Ja, was soll ich sagen, da tut sich nichts. Nehmen wir Papier zur Hilfe. Stramm, stramm. Also, mehr rechter Winkel geht nicht. So, das sollte jetzt ausreichend fest sein. Nochmal checken. Wahnsinn. Schadet auch nicht, wenn wir die andere Seite checken. Ja, beiden Seiten komplett super dran. Was will man mehr? So, das ist doch auch super handelbar, oder? Sehr schön. Dann mache ich meinen Probeschnitt jetzt aber erstmal ohne den hier, um sicher zu gehen. Ja, aktuell haben wir hier einen rechten Winkel. Aktuell sieht das sehr gut aus. Aktuell haben wir hinten Ausrisse. Können wir ja gleich nochmal probieren, wenn wir hinten den Anschlag dran haben. Ja, der ist genauso perfekt wie vorher. Ein richtig schöner 90 Grad. Da passt nichts zwischen. So. So, jetzt müssen wir hier hinten meinen Staubsammler noch einmal anzeichnen. So. Der muss noch mal eben ab. Wunderbar. So sieht's aus. Schaut euch das an. Kein Ausriss. So, dann bauen wir mal die Halter an. So, Nummer 1. So, und Nummer 2. Ja, habe ich das vorher ausprobiert? Nein, augenscheinlich nicht. Kann doch nicht wahr sein. Wer rechnet denn mit sowas, dass das die dicke Boller-Hinterteil dagegen haut? Ah. Ja, okay. Kind ist im Brunnen gefallen. Also, was will ich euch damit sagen? Also, auch wenn es in so YouTube-Videos am Ende immer total perfekt aussieht, mittendrin ist es das gar nicht. Auch bei mir nicht immer. Oh, oft, aber manchmal geht es auch einfach schief. Ja, mir schwebt da schon etwas vor. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber 45 Grad sollte ich schon schaffen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja, dann muss ich da wohl noch mal beigehen und muss mal sehen, wie ich das Kind aus dem Brunnen holen kann. So, ich habe jetzt hier hinten so ein Stück abgenommen. Ich zeige euch das mal hier. Schaut mal, so ein Stück hier habe ich hier stumpf abgesägt. Auf der anderen Seite auch. Jetzt passt es hier mechanisch schon mal hier gegen. Jetzt muss ich nur noch was an den Haltern verändern. Und zwar, hier steht natürlich das Metall komplett über dem, was ich gerade abgenommen habe. Aber viel schlimmer ist der Johnny hier hinten. Der haut nämlich viel eher dagegen. Jetzt muss ich mir hier was überlegen.
Hier habe ich die 2 Langlöcher etwas nach unten hin optimiert. So, die Idee ist jetzt, dass ich von meinen 4 Löchern 3 Löcher weiter benutzen kann. Unter anderem auch das hier mit dieser Einschraubmutter. Ich werde also eigentlich nur dieses Loch hier verlieren, indem ich mir hier neue Löcher nehme und es schräg setze. So, schaut ihr einmal hier. Und hier kommen die Schrauben in meine neuen ausgefeilten Bereiche rein. Und wenn ich jetzt drehe auf 45 Grad, da, 45 Grad, könnt ihr hier sehen, stimmt ganz genau, habe ich hier sogar noch etwas Spiel, kann ihn also gegen den Uhrzeigersinn sogar festschrauben und dann berührt er im 45 Grad Stadium nicht mal meine Säge. So, der sollte jetzt ausreichend fest sein. Er kommt jetzt schräg, damit komme ich hier also quasi sogar noch weiter an meinen Sägeschnittrand heran und er passt hier immer noch rüber. Und ich finde, es sieht auch so schräg, sieht richtig geil aus. Macht keinen Unterschied. Aber einziger Wermutstropfen, zack, 45 Grad, ich kann ihn nicht mehr betätigen. Ja, also hier passiert nichts mehr. Aber dafür werde ich den auf der anderen Seite betätigen können. Und hier habe ich ja sehr viel Platz bis zu meiner Sägekante. Also ich denke mal, hier kann ich wie früher dann noch mit der Hand festhalten. So oft kommt das ja auch nicht vor. Aber er funktioniert weiterhin. Er kann dranbleiben, er stört nicht. Aber auf dieser Seite hat er dann keine Funktion mehr. So, hier drüben musste ich kurioserweise keine Anpassung vornehmen an meine Löcher. Ich musste den hier nur vorne abschrägen, dass ich ein bisschen weiter rankomme. So, 45 Grad haben wir jetzt. Und auch hier hinten habe ich jetzt keinen Kontakt. Aber auch auf dieser Seite kann ich ihn nicht benutzen. Aber wie gesagt, auch hier habe ich ja Platz zum Festhalten. Also ich denke mal, das habe ich ganz gut gerettet. Man kann es von außen jetzt eigentlich nicht mal sehen. Vielleicht schneide ich es ja einfach aus dem Video raus, dann kriegt ihr es gar nicht mit. Nein, Quatsch. Ihr sollt ja auch miterleben, dass es auch bei mir eben Fehler in der Praxis gibt, die in der Theorie nicht aufgetaucht sind. Jetzt will ich euch aber mal eben sagen, warum ich mich für diese Bessi-Zwingen entschieden habe. Das sind also Bessi-Zwingen, die sind gar nicht ganz so günstig. Die kostet auch, glaube ich, eine 22 Euro. Da gibt es günstigere am Markt, aber ich weiß, dass viele von diesen günstigeren am Markt eben diese Funktion, die ich euch jetzt zeige, nicht haben. Und ich wollte mir ersparen, das auszuprobieren, um gegebenenfalls zig zurückschicken zu müssen, bis ich dann welche finde, die genauso funktionieren. Also ich verstelle jetzt an dieser Klemme nichts und lege jetzt hier ein Holzstück rein, was roundabout 10-11 mm hoch ist. So. Es ist fest. Habt ihr gesehen? Es ist fest. Man kann übrigens an dieser Schraube hier hinten, an dieser hier, kann man einstellen, wie fest. Wenn es fester ist, muss man natürlich auch doller drücken. Aber ich habe jetzt für mich so eingestellt, dass das okay ist. So, ich mache nichts. Ich nehme diese weg. Und hier haben wir 15, 16. Selbe Einstellung. Zu, fest. Und hier haben wir dann nochmal einen draufgeklebt. Was würdet ihr sagen? Vielleicht 19, 20. Fest, ohne irgendetwas verstellen zu müssen. Und das macht natürlich echt Spaß und dann geht es natürlich auch flott voran. Na, das sieht doch viel, viel besser aus. Ja, üblicherweise schneidet man ja Holz mit dieser Kapp- und Gärungssäge und jetzt habe ich mir hier einfach mal eine unspezifische Länge abgelenkt und habe mir einfach mal einen Strich gezogen hier und möchte an dieser Stelle schneiden. Bisher habe ich immer den Laserstrahl dafür genommen, aber jetzt kann ich natürlich direkt meinen Schlitz nehmen, weil der ja direkt vom Sägeplatz geführt wurde.
So, jetzt bin ich sowohl hier unten als auch hier oben direkt dran. Wenn ihr ganz genau hinguckt, dann könnt ihr hier noch den Strich sehen. Ja, der alte Schlitz war ja, weiß ich nicht, 10, 11, 12, 13 mm breit. Da wusstest du ja nie, wo landet das Sägeblatt. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr hilfreich, um auch exakt zu positionieren. Ja, wichtig natürlich auch hier das Festspannen von Werkstücken. Und für kleine Rollstücke kann ich natürlich diese Seite hier auch als Anschlag verwenden. Nehmen wir mal an, ich möchte mein Stück Holz immer so lang haben. Und natürlich sind die Schnitte auch immer noch absolut rechtwinklig. Also ich denke, ich habe dadurch viel gewonnen. Ich habe einen hammergeilen Anschlag. Er ist super rechtwinklig. Ich habe Nullspalteinlage. Ich habe weniger Ausfransung. Ja, mit Staub hat das jetzt dieses Mal nichts zu tun. Also ich weiß, liebe Zuschauer, wenn man mit Holz arbeitet und es sägt, dann gibt es Späne. Ja, ich kann meine Sachen hier befestigen. Also total toll. Mir gefällt es gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr sogar schon mal eins geguckt habt und das hat euch auch noch gefallen, dann lasst gerne ein Abo da, das würde mich freuen. Das bringt mich hier auf YouTube weiter und erhöht meine Sichtbarkeit. Die Glocke könnt ihr drücken, müsst ihr nicht. Ihr würdet dann informiert werden, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, mir in den Kommentaren zu schreiben, was ihr von dieser Konstruktion haltet. Ob ihr es gegebenenfalls nachbauen werdet. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es leistet mir gute Dienste in meiner Holzwerkstatt. Und ich finde, es verleiht dieser Säge auch einen richtig professionellen Touch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Das freut mich sehr. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Video. Euer Ingo.